Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen, was könnt und müsst und solltet ihr tun, wenn ihr gerallied werdet, so wie ich gerade. Ähm, Hier ist es tatsächlich so, ich habe mich ein bisschen mit meinem eigenen Kingdom angelegt, sodass hier jetzt ein bisschen Schwierigkeiten entstehen und ich möchte euch diese Gelegenheit aber nutzen lassen, um einfach mal teilzuhaben an diesem ganzen Konzept. Ihr seht hier, dass ich als erstes meine Kommandantenaufstellung ändere, um die möglichst höchsten Truppenbuffs mitnehmen zu können, die ich für diese Rallye als Garnison tatsächlich kriegen kann. Achte jetzt nochmal darauf, dass auf der Mauer auch tatsächlich die richtigen Kandidaten stehen, dass die Krankenhäuser leer sind und dass auf meinem Hauptkommandanten ein möglichst gutes Equipment ist. Der Talent Tree muss natürlich passend für das, was ihr vorhabt an der Stelle. Und dann seid ihr auch schon relativ weit an dieser Stelle. Bei mir läuft jetzt gerade leider die Rune aus, das ist ein bisschen schade. Aber gut, das ist halt tatsächlich dann so, wie es ist. Im Endeffekt möchte ich hier jetzt entsprechend schauen, dass ich möglichst viele Kills erziele an der Zeit. Das sind aktuell die Truppenstärken, die ich habe. Hier muss man aber auch ganz klar sagen, in der Zeit, wo man sich rallyen lassen kann, oder wo man sich rallyen lassen muss. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Es unterscheidet sich daran, ob ihr Kriegsrausch habt und entsprechend vielleicht sogar vom Impulsen betroffen seid oder ob ihr jederzeit die Möglichkeit habt, auch eine Bubble zu setzen an dieser Stelle. Ich habe hier tatsächlich bewusst die Möglichkeit offen gelassen zu bubbeln, weil hier tendenziell auch eine Doppel-Rallye erstellt werden soll, die dann eine gewisse Stärke und eine gewisse Schwierigkeit hat. Generell ist es so, umso weiter weg derjenige ist, der die Rallye startet von euch selbst, umso besser und einfacher ist es für euch, das Ganze zu überblicken und zu verteidigen. Hier haben wir ein bisschen Möglichkeiten. Was man hier gerade schön sieht, ist, dass nicht ganz die exakte Vorbereitung ist, getroffen wurde von den anderen. Denn wenn ihr jemanden rallyt, solltet ihr darauf achten, dass ihr genug Leute habt und dass diese auch nah genug an eurer Stadt sind, sodass ihr keine unnötigen Wartezeiten habt. Diese Wartezeiten kann ich nämlich nutzen, jetzt an dieser Stelle, um mich bestmöglich vorzubereiten. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt nicht babbeln könnte, würde ich Truppen auslagern in die Farm von mir und in die Farm eines Freundes. Ich würde T1-Truppen löschen an dieser Stelle, weil diese einfach nicht wirklich zur Verteidigung da sind, nicht wirklich geeignet sind und dir das Krankenhaus selber füllen, sodass weniger deiner wertvollen Truppen dort unterkommen können. Ich würde zusätzlich Sieges löschen, die man einfach nicht in dieser Masse braucht. Da würde ich nur die notwendigsten stehen lassen insgesamt. Hier ist es tatsächlich jetzt so, ich werde das alles nicht tun, weil ich einfach generell nur ein bisschen Power droppen möchte in diesem Fall und dann entsprechend bubbeln werde. Aber hier seht ihr es nochmal, die Wartezeit, die dann dort entsteht, ist natürlich nicht unbedingt ideal. Andersrum kann man mit dieser entsprechenden Wartezeit aber auch die Rallyes gut timen bei einer Double- oder Triple-Rally, sodass dann entsprechend der Tanky-Part als erstes auf die Stadt trifft. Insgesamt gibt es da sehr schöne Varianten, aber das ist vielleicht hier an dieser Stelle nicht das richtige Thema. Hier geht es ja um die Garnison. Grundsätzlich kommt es immer ein bisschen drauf an, seid ihr online, seid ihr nicht online, habt ihr die Möglichkeit zu babbeln oder nicht. Das habe ich eben schon gesagt. Der bestmöglichste Fall ist tatsächlich, ihr seid online und habt die Möglichkeit zu babbeln. Im schlechtesten Fall seid ihr tatsächlich am Schlafen oder ihr habt einen Kriegsrausch. Dann wird es ein bisschen schwieriger in der ganzen Szene. Grundsätzlich vollständig verteidigen kann man sich nur über entsprechende City Power. Das macht es einfach schwieriger und wenn ihr angegriffen werdet, dann ist es tatsächlich so, nur ein Teil der Truppen in eurer Stadt trägt zum normalen Angriffsschaden bei, während aber alle Truppen in der Stadt entsprechend am Skill Damage beteiligt sind. Hier nochmal darauf achten, dass ihr auch das richtige Item auswählt, entsprechend Verteidigung oder Angriff, je nachdem, was euch wichtig ist. Und tatsächlich, für mich persönlich sind Skill-Damage-Kommandanten auf der Mauer ein Must-Have in irgendeiner Form tatsächlich, weil diese tatsächlich volle Truppenlast ausschöpfen können auf der Garnisonsseite und so wirklich, wirklich deutlich mehr wehtun als andere Varianten.
Mittlerweile, ihr seht es, wir laufen schon eine ganze Zeit, wir warten immer noch auf Truppen des Gegners. Also hier ist es tatsächlich so, das Management wurde im Vorfeld nicht gut getroffen. Sehr spontan wahrscheinlich auch entschieden. Aber immerhin habe ich einen negativen Kingdom Buff erhalten, der tendenziell auch meine Stats ein bisschen drückt. Das ist schon mal hilfreich. Und auch die entsprechenden Rally-Leader haben Kingdom Buffs erhalten. Über die entsprechenden Titel. Grundsätzlich finde ich es persönlich sehr unterhaltsam, seine eigene Stadt rallyen zu lassen. In diesem Fall ist es aber so, dass dieses Kingdom für mich jetzt natürlich erledigt ist. Ich werde migrieren müssen und will auch migrieren, sodass das kein Problem ist. Im KVK sollte man schon darauf achten, dass man seine Möglichkeiten dabei richtig einschätzt und dieses Thema tatsächlich nur dann macht, wenn man über die entsprechenden Kommandanten und die entsprechenden Möglichkeiten in Equipment und Power verfügt, sonst endet das sehr, sehr schnell sehr bitter für einen selbst. Ich checke gerade zwischendurch nochmal, ob ich irgendwo Infos hernehmen kann. Ist in diesem Fall nicht so, aber auch nicht zwingend möglich. Wichtig für euch zu wissen, während eine Rallye läuft, jetzt geht es gerade los, oh, nur 1 Million Truppen, na, da stehen aber noch ein paar, da werden wahrscheinlich noch welche dazukommen. Während eine Rallye läuft und eure Stadt angreift, also wenn sie hittet, dann könnt ihr ab dem Moment nicht mehr teleportieren, bis die Rallye beendet ist. Bei einem Swarm könnt ihr jederzeit raus teleportieren. Das macht es ein bisschen einfacher. Hier sehen wir, der Laufweg ist auch nicht hundertprozentig ideal gewählt. Näher dran wäre hier sicherlich besser gewesen für deren Planung. Egal. Für mich kommt es so tatsächlich positiv zum Tragen. Ich kann hier entsprechend die Zeit grundsätzlich in der Theorie weiter nutzen, um mich vorzubereiten. So, ihr seht, es haben sich eine gewisse Anzahl an Truppen dort versammelt. Dort wandert auch schon die erste Rallye entsprechend Richtung Stadt und wird von der ersten Truppe auch weiter verstärkt. Die wird dann den anderen Rallye Captain passieren. Und hier wird sich zeigen, wie gut diese Double Rallye tatsächlich organisiert ist, denn schön und praktisch für die wäre es jetzt natürlich, wenn die Archer Rallye nicht die komplette Damage-Aufnahme der Stadt über sich ergehen lassen muss, sondern indem da jetzt ein weiterer Tanky-Marsch entsteht. Wir schauen, oh ja, oh, das Timing ist sehr, sehr gut. Wir sehen hier, da kommt eine Pakal Herald Rallye entsprechend gelaufen, die natürlich sehr gut Damage abfedert insgesamt hier. Ich habe mich auf meiner Garnison aber bewusst für multiple Damage Maker entschieden, also die mehrere Ziele auf einmal hitten können. Da wird auch nochmal die Rallye etwas verstärkt und jetzt geht es los. Ab diesem Moment kann ich nicht mehr teleportieren. Das ist wichtig zu wissen. Ich kann jetzt noch bubbeln, will ich aber natürlich in diesem Augenblick jetzt gerade noch nicht. Schauen uns das ein bisschen an. Okay, hier habe ich tatsächlich mit Theodora Weishi eine ziemlich leichtere Rallye genommen, als Garnison eine sehr damage-orientierte Rallye. Deshalb schaue ich mir jetzt auch schon sofort immer die Krankenhauskapazität sehr, sehr schnell an. Oh, da habe ich mich verklickt. 143.000, da ist noch Luft. Das lassen wir laufen. Und das solltet ihr im Blick behalten, weil das ist tatsächlich so, das was 195.000, das was euch sehr schnell sonst auf die Füße fällt, weil da macht ihr dann im Zweifelsfall ungeplant viele Tote und das wollen wir ja an dieser Stelle nicht. Und ihr seht hier, eine Double Rallye tut schon weh. Also da hat man dann schon Schwierigkeiten, wenn man jetzt nicht bubbeln kann, seine Truppen entsprechend zu schützen. Man müsste sie jetzt rausnehmen aus der Stadt, im besten Fall irgendwo anders unterbringen, wenn es irgendwo geht. Aber hier setze ich jetzt auch die Bubble. Oh, okay. Aber wir wollten ja auch Power droppen, von daher ist das alles in Ordnung. Und so sieht es aus. Also beste Verteidigung ist immer der Schild.